Hallo und herzlich willkommen zu Anders Denken, Handeln, Sein, der ADHS-Online-Kongress für Frauen und Mütter. Heute im Interview ist Monika Föhner. Monika, du bist Kinesiologin und Kinflex-Therapeutin. Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ist es jetzt an der Zeit, dass du dich aus deiner Komfortzone herausbewegst. Diese Komfortzone, man kennt ja das Leid. Man kann das ja jetzt schon alles, man kann ja den Tag voraussagen, man kann sagen, okay, in der Früh, Theater, was weiß ich, grausam, mittags wenigstens keine Probleme, nachmittags nach Hause kommen, super GAU. Also, aber man kennt es. Es ist bekannt, man hat sich darauf eingestellt. Bist du bereit, aus dieser sogenannten Komfortzone herauszukommen und diesen Schritt wirklich zu gehen für etwas Neues? Weil wenn du diesen Schritt gehst, dann hat es was damit zu tun, dass du dir erlaubst, dass es anders werden darf. Dass du dir nicht mehr deine self-fulfilling prophecy jeden Morgen sagst in der Früh und aufwachst und sagst, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich diesen Tag überstehen soll. Oh mein Gott, bitte mach, dass es noch mitten in der Nacht ist, nur damit ich nicht raus muss. Wenn du dann schon anfängst, die Zeit runterzuzählen, ab 1, wenn dein Kind nach Hause ist und du guckst auf die Uhr und sagst, ach nee, noch 7 Stunden, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ja? Das ist Usus bei den meisten ADHS-Eltern, ja? Und wenn du so drauf bist, dann wird das nicht werden, weil du musst es dir erlauben können, dass es besser werden darf. Du musst diesen Mind-Switch vollziehen können, zwar mit Anleitung bei mir, aber bei manchen halt auch nicht. Ja? Du musst es wirklich dir und deinem Kind erlauben können, dass es jetzt endlich gut wird, weil wir programmieren uns selbst jeden Tag aufs Neue. Das wissen so viele Leute nicht, die die ganze Zeit schimpfen. Sie programmieren ihren Ärger für morgen, für übermorgen, für übermorgen. Man könnte es ja einfach mal andersrum probieren und sich gut programmieren. Und dann würde das ja auch besser werden dürfen, weil man es sich ja selbst einredet und weil es dann auch irgendwann ins Gefühl geht. Und da kommt auch das Wunderglas zum Zuge. Dieses Wunderglas wird ab Zeitpunkt der Therapie gefüllt, und zwar mit Dingen, die klappen. Und die auf einmal klappen. Und da gehört jetzt nicht rein, ich habe geweint und meine Mama hat mich umarmt, wie ein Klient gesagt hat. Ich sagte, das ist ein Scheiß, mach das raus. Was hat das mit dir zu tun? Worauf bist du da stolz? Weg. Ja, und sonstige komische Dinge. Und ich sage, ich muss dir das nochmal erklären mit diesem Wunderglas. Ja, da gehören Dinge rein, die du alleine geschafft hast und die du vorher nicht schaffen könntest. Und sei es nur, ich verstehe, was mein Mathelehrer sagt. Auf einmal. Oder ich habe eine 1 geschrieben. Oder mein bester Freund, der hat mir gesagt, er ist so froh, dass ich sein bester Freund bin, und er hat mir sogar aufgezählt, was er alles an mir toll findet. Ne? Oder die Mama schreibt rein, oh Kind, du quälst nicht mehr die Katze, du streichelst die Katze ganz lieb. Oder der Papa schreibt rein, wir hatten Besuch zum Spielen und es gab das erste Mal keinen Streit. 2 Stunden lang friedliche Kinder spielen. Wie geil ist das denn? Ja, das sind so ungreifbare Sachen, die sich aber tun können. Ja. Und das sind Wunder, und die darf man sich erlauben und die soll man aufschreiben und die kann man dann angucken und kann sehen, boah, was ist denn hier alles in die Drehung gegangen? Ja, ja, es ist ziemlich voll. Ich habe von außen mal gezeigt. Ich habe mich mit meiner Tochter hingesetzt und wir haben das uralt Window Color ausgegraben und haben einfach mal ein bisschen Window Color gemalt, und ich bin gegen meinen Perfektionismus gegen angegangen. Das war nämlich schon nach der ersten Behandlung mit dir, dass ich es angegangen habe. Und egal, das darf schief und krumm sein. Ich brauche nicht die perfekten Vorlagen. Das sind solche Sachen. Handgemacht. Und handgemacht ist bitte schief und krumm. Ja, ja. Ja, oder auch Zeitmanagement. Das war für mich zeitlebens wirklich ein ganz großes Problem. Ich war katastrophal in meinem Zeitmanagement. Ich konnte es einfach nicht einschätzen. Ich konnte es nicht.
Und plötzlich ist es tatsächlich, ich kann meine Termine viel besser koordinieren. Es ist, also wo ich früher wirklich 5 bis 10 Minuten Minimum zu spät gekommen bin, ich krieg's mittlerweile wirklich hin, dass ich sogar mal zu früh da bin. Ja, also Wow. ja, natürlich ist es nicht komplett perfekt. Natürlich kommt es bei mir auch noch mal zu, oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Aber ich habe eine bessere Einschätzung für Zeit. Das hatte ich Ja, vorher einfach nicht. genau. Das ist Thema von einigen Reflexen. Und auch ich kann das, also ich habe mich gestern behandeln lassen, weil auch ich auf einmal das Gefühl hatte, irgendwie alles, was da passiert, das stresst mich so extrem und bin total außer Fokus, ja. Und dann habe ich meine Reflexe checken lassen und da war mal wieder einer da, ja. Das ist jetzt zwar schon 2 Jahre her, aber das passiert dann halt einfach. Und das ist auch das, was ich mit meinen Klienten mache. Also die Mamas, die melden sich dann und sagen, kannst du mal bitte gucken, es ist auf einmal wieder schlechter geworden, ja. Und manchmal ist das halt so, wie beim Kindererziehen auch. Manchmal braucht man so ein paar Erinnerungen, bis es dann drinnen bleibt. Und wenn er dann öfter rausfliegt und es ist immer derselbe Reflex, dann kann man sich überlegen, was steckt da noch dahinter? Was will noch gesehen werden? Warum ist da dieser Stress? Und es ist als Kinesiologin halt dann einfach, ja, der ganz normale Schritt, der dann da noch folgt. Ja. Aber ich finde es eben so spannend und so wichtig, ja, dass man das einfach immer wieder deutlich und ja, deutlich macht, diese Kinesiologie. Was du auch gesagt hast, man braucht einfach die Bereitschaft hinzugucken, weil Gedanken werden Dinge und natürlich darf es funktionieren, es darf einfach werden.